Lange haben wir drauf gewartet, aber jetzt ist sie da. Die neue Sony Alpha 7R5 kommt mit einem Autofokus, der im Dunkeln funktioniert und immer weiß, wo deine Knie sind, einer aberwitzigen Videoauflösung, ganzen 3 Prozessoren und einer brandneuen, nie dagewesenen Display-Technologie. Was es mit all dem auf sich hat, erfährst du in diesem Video. Spaß beiseite. Wir haben uns sehr gefreut, als Sony uns für die Präsentation des neuen Spielzeugs eingeladen hat. Neben dem rituellen Feature-Bingo auf der Hinfahrt waren wir gespannt, was für Neuerungen uns erwarten. Als wir die Kamera zum ersten Mal in der Hand hielten, kam uns das Gehäuse auf den ersten Blick direkt bekannt und vertraut vor. Und das ist auch was Gutes. Wer schon mal mit der Sony 7 IV oder S3 oder vielleicht sogar mit der A1 gearbeitet hat, der fühlt sich hier direkt wohl. Wir haben hier das geteilte Funktions- bzw. Modusrad, das unbeschriftete Einstellrad für die freie Belegung mit beispielsweise einer Belichtungskorrektur, Full-Size HDMI und nicht nur einer, sondern ganzen 2 CF-Express Typ A Hybrid-Slots. Auch der Griff ist im Vergleich zum Vorgänger tiefer und somit handlicher geworden. Was der neue Sucher und das Display können, dazu kommen wir aber gleich nochmal. In dem neuen Gehäuse schlummert der neue Sensor. Wir haben hier anstelle des 61 Megapixel Sensors der 7R4 einen neuen Sensor, der zwar auch 61 Megapixel hat, allerdings rückwärtig beleuchtet ist und somit ein deutlich besseres Rauschverhalten und vor allem eine bessere Farbwiedergabe bietet. Was an dieser Stelle allerdings fehlt, ist der Stacked-Aufbau, den wir von einer Alpha 1 oder Alpha 9 kennen. Wer also eine hohe Serienbildgeschwindigkeit braucht, sollte sich vielleicht lieber bei den anderen beiden Kameras umsehen. Die 7R5 kann nämlich nur mit 10 Bildern pro Sekunde in Serie fotografieren. Ausgelesen und verarbeitet werden die Daten von den beiden BIONZ XR Prozessoren, die hier gemeinsam dafür sorgen, dass die Kamera die maximale Leistung bringen kann. Wir kennen die Prozessoren beispielsweise aus der Alpha 1, wo sie für ein unfassbar schnelles Verarbeiten und Speichern gesorgt haben. Und auch bei der 7R5 haben wir einen quasi unendlichen Buffer. Denn der Buffer kann zwar bei 10 Bildern pro Sekunde Serienbildaufnahme auf einem Papier nur 88 unkomprimierte und 184 komprimierte RAWs fassen, allerdings sind die CF-Express Typ A Karten schnell genug, um den Buffer rechtzeitig wieder freizumachen, bevor sein Limit erreicht ist. Es gibt aber neben den beiden BIONZ XR Prozessoren noch eine weitere Prozessoreinheit, zu der kommen wir aber gleich nochmal. Was im Inneren der Kamera noch zu erwähnen ist, der neue IBIS, welcher jetzt nämlich 8 Blendenstufen korrigieren kann und damit besser ist als alles andere, was wir im Vollformat je gesehen haben. Zum Vergleich, die Alpha 1 oder die A7 IV können hier 5,5 Blendenstufen korrigieren. Auf der Rückseite der Kamera liegt das klare Kernfeature dieser neuen Kamera, das Display. Auf den ersten Blick sieht man bereits, dass die neue 7R5 ein kleines bisschen dicker erscheint als beispielsweise die 7 IV oder S3. Das liegt an dem neuen Display-Klappmechanismus, denn wir haben jetzt die Möglichkeit, das Display sowohl hoch und runter zu klappen, als auch nach außen zu schwenken und dort zu drehen. Wir denken, jeder würde uns jetzt zustimmen, dass das der aktuell einzige nutzerfreundliche Ansatz eines Klappdisplays ist. Jetzt mal im Ernst, der Mechanismus gefällt uns wirklich echt gut und wir hoffen, dass in Zukunft alle neuen Alpha-Kameras mit diesem Display ausgestattet werden. Um die Debatte um das richtige Display aber ein für alle Mal zu klären, schreibt uns doch mal, welchen Mechanismus ihr bevorzugt. Schwenk und Neig oder sagt ihr nichts über das reine Klappdisplay? Aber auch was das Thema Auflösung, Helligkeit und Farbwiedergabe angeht, ist das Display definitiv ein Upgrade und ganz nebenbei ist es sogar 0,2 Zoll größer geworden. Weg von dem einen Display und hin zum anderen, der neue Sucher. Auch der kommt uns auf dem Papier bekannt vor. Mit 9,44 Millionen Bildpunkten ist er fast doppelt so hochauflösend wie der Sucher der 7R4, aber bietet dieselbe Wiederholrate von 120 fps. Damit ist erst die dritte Kamera von Sony, die einen so hochauflösenden Sucher bietet. Die Alpha 1 kann ja allerdings eine höhere Bildwiederholrate von 240 fps liefern. Das mit dem Kernfeature war natürlich nicht ernst gemeint. Obwohl wir uns wirklich über das neue Display freuen, gibt es bei der neuen 7R5 natürlich auch weitere coole und wichtige Features. Und das führt uns direkt schon zum Autofokus. Denn der Fokus der Präsentation lag auf Autos und dem Fokus. Die dritte Prozessoreinheit, die wir vorhin kurz erwähnt haben, ist nämlich komplett für den Autofokus zuständig. Hier wird nämlich eine künstliche Intelligenz benutzt, um den Autofokus so genau und insbesondere so zuverlässig wie möglich zu machen. Kurzer Spoiler, die Kamera kann den Kopf einer Biene, den Körper eines Schmetterlings oder auch die Windschutzscheibe eines Autos erkennen.
Das zeigen wir euch aber natürlich gleich nochmal. Erstmal müssen wir kurz darüber sprechen, wie das Ganze funktioniert. Ein klassischer Autofokus mit Gesichtserkennung kann zwar ein Gesicht erkennen, dementsprechend auch sagen, die 2 Punkte im oberen Drittel sind vermutlich die Augen, aber ist eben verwirrt, wenn sich die Person wegdreht, der Kopf nicht erkennbar ist oder die Person eine Maske aufhat oder irgendwie anders verdeckt ist. Was jetzt dieser KI-gesteuerte Autofokus macht, er stellt quasi ein Skelett des gesamten Körpers, wie man es beispielsweise aus dem Animationsbereich kennt. Die Kamera erkennt also nicht nur den Kopf, sondern die Augen, die Ohren, Nase, Schulter, Hüfte, Knie, Beine. Ich hoffe, wir haben jetzt mal keine Punkte ausgelassen, aber ja, es ist auch nicht so wichtig. Gibt es also kein Auge zu erkennen, dann weiß der Autofokus trotzdem, dass dort eine Person steht und kann diese gezielt im Bild verfolgen und scharf stellen. So, das ist schon mal alles schön und gut, aber was kann denn diese KI noch so alles? Ihr ahnt es schon, wo das Ganze hinführt. Dieses Skelett kann die KI auch bei Insekten erkennen. Sprich, bei einer Biene weiß die Kamera, wo der Kopf ist, beim Schmetterling erkennt sie den Körper und so weiter und so fort. Wir konnten den AF jetzt natürlich nicht bei jedem Insekt ausprobieren, aber das, was wir testen konnten, hat uns auf jeden Fall echt beeindruckt. Es geht aber auch noch weiter, denn auch Fahrzeuge sind für die Kamera kein Problem. Autos werden als solche erkannt und wenn man sie schräg von vorne sieht, werden die Scheinwerfer als Fokuspunkt genutzt. Sieht man komplett frontal zu dem Wagen, geht der Fokus dann direkt auf die Windschutzscheibe über. Für alle Plane- und Trainspotter gibt es selbstverständlich auch die Erkennung von Fahrzeugen wie Flugzeugen und Zügen. Auch hier mit der Erkennung von Windschutzscheiben. Leider ist die Kamera noch nicht dort angekommen, dass sie automatisch das Motiv erkennt und den Fokusmodus umstellt. Hier müsst ihr weiterhin wie gewohnt die Motiverkennung im Menü der Kamera anpassen. Wir empfehlen dies aber auf die Schnelltaste wie zum Beispiel an einem Objektiv zu legen. Hier kann man sich dann auch auswählen, zwischen welchen Modi per Knopfdruck hin und her geswitcht wird. Sprich beispielsweise die Erkennung von Fahrzeugen und Mensch oder zwischen Tier, Insekt und Mensch. Auf der anderen Seite wurde die Erkennung im dunklen Lichtsituation verbessert. Selbst bei -4 Blendenstufen kann die Kamera hier die volle Autofokusleistung bringen, was wir hier in diesem Beispiel mal ausprobiert haben. Man sieht hier deutlich, dass die Kamera das Gesicht weiterhin tracken kann, obwohl das Bild quasi stockdunkel ist. Sobald wir die beiden Lichter links und rechts dann etwas nach vorne ziehen und der erste Reflex in dem Auge auftaucht, wird auch direkt das Auge erkannt. Wir wollen jetzt aber auch nicht zu viel mit dem Begriff künstliche Intelligenz um uns werfen, da die Erkennung zwar meist einwandfrei funktioniert, allerdings auch andere Kameras schon auf den Körper wechseln, wenn das Gesicht nicht mehr erkannt wird. Eine sehr wichtige Randnotiz ist hier aber, dass es keine Einschränkungen gibt. Sprich, der Autofokus funktioniert mit allem, was er kann, in allen Modi und Auflösungen. Da muss man auch definitiv eine Lanze für Sony brechen, weil das nicht selbstverständlich ist und Sony da auch in anderen Kameras schon immer sehr viel Wert drauf gelegt hat. Alles in allem findet es aber einen guten Schritt in die richtige Richtung und wir freuen uns, was damit in Zukunft noch mit Updates oder weiteren Generationen möglich sein wird. Auch im Videobereich lässt die Kamera nur einige Wünsche offen. Man muss hier vorher aber ganz genau sagen, dass Video hier natürlich nicht die Hauptzielgruppe ist. Durch den hochauflösenden Sensor und die beiden schnellen Prozessoren sind hier Videoaufnahmen mit bis zu 8K in 24 oder 25 FPS möglich. 8K 30 FPS fehlen an dieser Stelle. Laut Sony war das nicht möglich, da die Sensorenauslese einfach zu langsam ist. Dafür bräuchte man dann eine Alpha 1 mit dem Stacked BSI-Sensor, der halt einfach schneller ausgelesen werden kann. In 4K sind hier 42210-Bit mit bis zu 60 FPS möglich, was auch per HDMI in ProRes RAW ausgegeben werden kann. Aber auch Slow-Motion-Aufnahmen sind hier problemlos machbar, allerdings nur mit bis zu 120 FPS in Full HD. Wer an der Stelle mehr braucht, sollte sich lieber die Sony A7S III anschauen. Dort gibt es 4K 120 und Full HD mit 240p. Natürlich haben wir auch beliebte Features wie das Breathing Compensation, Active plus Bildstabilisierung und die Aufnahme in S-Log 3 und S-Cinetone. Alle Aufnahmemodi werden hier übrigens mit der kompletten Sensorauslese aufgezeichnet. Und wer im Super 35 Modus filmt, kann in 4K von den 6,2K Downsampling mit bis zu 30 FPS profitieren. Viel mehr gibt es an dieser Stelle im Videobereich allerdings auch nicht zu sagen. Also lass uns mal schauen, welche weiteren Features wir hier noch mit an Bord haben. Die 7R-Reihe von Sony dreht sich ja ganz und gar um das Thema Auflösung, weshalb wir auch hier das beliebte Pixel Shift Feature haben, mit dem wir bis zu 240 Megapixel Fotos erstellen können.
Dabei werden 16 Bilder erstellt, wobei der Sensor zwischen jedem Bild mittels IBIS leicht verschoben wird. Hier kommt übrigens auch ein Update für die Imaging Edge Desktop Software, damit Verrechnungsfehler intelligent vermieden werden können. Wenn es um die Konnektivität geht, haben wir ja auch ein paar Updates. Zum einen werden ganze zwei 5 GHz Wi-Fi-Module für ein schnelleres Wireless Tethering verbaut. Zum anderen kann man hier über einen USB-C auf LAN-Adapter auch mit 10 Gbps kabelgebunden tethern. Aber kommen wir jetzt mal zu einem Fazit. Auch wenn die Auflösung von Generation 4 auf 5 anders als erwartet gleich geblieben ist, hat Sony die Kamera mit einigen sehr wichtigen und zukunftsorientierten Features vollgepackt. Der Hersteller legt mit der 7R5 einen Grundstein für die Zukunft der Autofokus-Technologie. Gerade weil die Auflösung so hoch ist, muss der Fokus hier auch auf jeden Fall sitzen. Auch 8K-Videos wurden hinzugefügt, genauso wie kleine wichtige Updates wie am Display und dem Gehäuse, auch mit dem neuen Weißabgleichssensor oder auch der Konnektivität. Doch was haltet ihr von der neuen Kamera und ihrem KI-Autofokus? Ist es die Zukunft oder hättet ihr euch ein anderes Feature lieber gewünscht? Schreibt uns das Ganze gern einmal unten in die Kommentare. Lasst uns in den Kommentaren aber auch über andere Features der Kamera diskutieren und vor allem auch über das Thema A7R5 gegen Alpha 1. Wir sind auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Das war es auf jeden Fall von unserer Seite. Wir hoffen, das Video euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.